Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim Nine Nah Tree Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. Und die Waffen des Lichts führt Ken Follett seine weltberühmte Kingsbridge-Saga in eine neue Epoche. Nach Kathedralbau, Pest und Glaubenskämpfen verlegt der 5. Band den Brennpunkt an den Beginn des 19. Jahrhunderts, in die lärmende, funkelnde und oft gnadenlose Frühzeit der industriellen Revolution. In Kingsbridge, wo der Turm der Kathedrale lange den Horizont beherrschte, ragen nun Schornsteine auf, Webstühle rattern, Zahnräder greifen ineinander und das Tempo der Maschinen diktiert den Takt des Lebens. Follett erzählt, wie technische Neuerungen, Krieg und politischer Druck die Schicksale gewöhnlicher Menschen verketten. Weberinnen, Fabrikarbeiter, Handwerker, Unternehmer, Geistliche, Richter und Soldaten. Der Titel ist Programm. Licht steht für Wissen, Bildung, Aufklärung, freie Presse und den Mut, Unrecht sichtbar zu machen. Waffen benennt die Werkzeuge und Strategien, mit denen Individuen sich gegen Habgier, Willkür und Unmenschlichkeit behaupten. Folletts Markenzeichen sind die spürbare Recherche und die dichte Atmosphäre. Märkte, Spinnsäle und Ratshäuser sind bis in Gerüche, Geräusche und Preise hinein konkret, während große Ereignisse wie Maschinenstürme, Hungerkrawalle oder Nachrichten von den Schlachtfeldern die privaten Wendepunkte seiner Figuren auslösen. Dadurch verschränken sich intimes Drama und historische Wucht zu einer Erzählung über Fortschritt und seinen Preis. Wer die Reihe kennt, erlebt die vertraute Stadt neu. Wer neu einsteigt, findet einen eigenständigen Roman voller Spannung, Empathie und gesellschaftlicher Relevanz. Die Waffen des Lichts ist zugleich Chronik eines radikalen Umbruchs und ein leidenschaftlicher Appell, die Chancen von Technik und Wissen mit Menschlichkeit, Recht und Solidarität zu verbinden. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens: Kingsbridge im Zeitalter der Spindeln und Schornsteine. Die industrielle Revolution formt in diesem Roman nicht bloß die Kulisse, sondern ist der Motor fast jedes Konflikts. In Kingsbridge verlassen viele Familien die vertraute Heimarbeit mit Spinnrad und Handwebstuhl und strömen in Fabriken, wo Waterframes, Spinning Mules und mechanische Webstühle die Arbeit vervielfachen. Was auf den ersten Blick wie ein Segen wirkt, erweist sich als ambivalent. Produktivität explodiert, aber Löhne geraten unter Druck, die Arbeitszeit dehnt sich, Kinderhände sind gefragt und der Takt des Tages gehorcht nicht mehr dem Sonnenstand, sondern Glocken, Regeln und den Launen der Vorarbeiter. Follett zeigt minutiös, wie ein Dorf sich in eine vernetzte Kleinstadt des Kapitals verwandelt. Aus dem sanften Murmeln des Flusses wird die Energiequelle für Mühlenräder und Turbinen. Schmale Gassen füllen sich mit Ruß und Baumwollstaub, der auf Wimpern, Lungen und Holzbänke fällt. Wo früher Zünfte das Handwerk regulierten, bestimmen jetzt Investitionen, Patente und Stückzahlen den Wert eines Menschen. Der Roman entfaltet in Szenen großer Unmittelbarkeit, wie das Neue die Menschen herausfordert. Es gibt neugierige Tüftler, die Zahnräder feilen, Ventile verbessern und mit ölverschmierten Fingern über Ideen streiten. Daneben stehen gewiefte Unternehmer, die Risiken abwägen und von Skalen- und Netzwerkeffekten profitieren, ebenso wie skrupellose Ausbeuter, die Sicherheit, Lohn und Würde als vernachlässigbare Kosten verbuchen. Dazwischen kämpfen Familien um ihr Auskommen, rechnen den Brotpreis gegen den Pachtzins und wägen ab, ob die Tochter in der Spinnerei mehr einbringt als am heimischen Webstuhl. Die soziale Ordnung gerät ins Rutschen. Alte Fertigkeiten verlieren Ansehen, neue Disziplinen entstehen. Und selbst die Zeit selbst wird anders erlebt. Öl und Kerzenlicht verlängern den Tag, Augen ermüden, Unfälle häufen sich. Mit großer Empathie zeigt Follett, dass Maschinen nicht der Feind sind, wohl aber ein Katalysator, der das Beste und Schlechteste in Menschen und Institutionen freilegt. Kingsbridge wird so zum Labor für eine Moderne, die Freiheit, Erfindungsgeist und Wohlstand verspricht, aber nur dann menschlich bleibt, wenn Arbeitsrechte, Bildung und Mitbestimmung Schritt halten. Zweitens: Gesetz, Macht
und der Preis der Ordnung. Je rascher die Umbrüche, desto härter reagieren die Mächtigen. Eine zentrale Achse des Romans ist daher die Frage, wessen Interessen das Gesetz schützt. In Gerichtssälen, Amtsstuben und auf dem Marktplatz entfaltet Follett einen beklemmenden Reigen aus Verordnungen, die Sicherheit predigen und Unterdrückung praktizieren. Die Kombination von Versammlungsverboten, Zensur, drakonischen Strafen für Maschinenbruch und der Kriminalisierung von Zusammenschlüssen der Arbeiter erzeugt ein Klima, in dem Angst tötet, wofür Hoffnung lebt. Solidarität, offenes Wort, fairer Ausgleich. Magistrate und Friedensrichter rekrutieren sich aus der besitzenden Klasse. Sie tragen Perücke, führen das Rechtssiegel und verstehen sich als Bollwerk gegen Unruhe. Der Roman macht nachvollziehbar, wie Parteilichkeit in scheinbar neutralen Verfahren wirkt. Beweislasten werden ungleich verteilt, Zeugenaussagen klein gemacht oder ausgeschlachtet, und was als Pflicht der Ordnung erscheint, entpuppt sich als Privilegienpflege. Wenn Soldaten das Rathaus sichern, wenn das Aufruhrgesetz verlesen wird und die Kavallerie in eine Menge aus hungernden Familien reitet, ist die Grenze zwischen Recht und Gewalt kaum noch zu erkennen. Follett zeichnet aber ebenso Menschen, die innerhalb des Systems Courage zeigen. Anwälte, die gegen den Strom argumentieren, Geistliche, die zur Mäßigung raten und Bürger, die Petitionen verfassen, Unterschriften sammeln, Beweise kopieren und die Öffentlichkeit suchen. Die Presse, Flugblätter und Leserbriefe werden zu Hebeln, mit denen sich staatliche Willkür wenigstens benennen lässt. In packenden Prozessszenen zeigt der Roman die doppelten Gesichter der Ordnung. Sie kann das Leben schützen, wenn sie die Schwachen ernst nimmt, und sie kann Leben zerstören, wenn sie abweichende Stimmen zum Schweigen bringt. Diese Nuancierung macht den politischen Kern des Buches stark. Recht ist nie abstrakt, sondern wirkt in Körpern, Löhnen und Speisetöpfen. Das führt zu einer schmerzhaften Einsicht. Fortschritt im Recht entsteht nicht von selbst, sondern verlangt Druck, Beweise, Öffentlichkeit und Verbündete. Die Frage, ob eine Stadt das Gesetz benutzt, um Menschen zu dienen oder um sie zu bändigen, entscheidet in Kingsbridge über Schicksale, Liebe, Freiheitsräume und über das, was eine Gemeinschaft sich selbst noch wert ist. Drittens. Krieg, Nation und die Wunden im Alltag. Über der Stadt liegt der Schatten großer Politik. Nachrichten aus Paris und London, von den Meeren und von Schlachtfeldern dringen in Küchen, Werkstätten und Wirtshausstuben. Der Roman zeigt, wie der Krieg gegen Frankreich und die folgenden Feldzüge der europäischen Mächte nicht nur Heldenepen in der Ferne sind, sondern in jedem Laib Brot und in jedem Arbeitsplan mitentschieden werden. Wenn Flotten blockieren und Konvois ausbleiben, fehlt Baumwolle, Maschinen stehen still, Löhne fallen. Wenn die Steuerlast steigt, schrumpft der Markt für einfache Waren. Männer werden gepresst, verpflichten sich aus Not, kehren verletzt zurück oder kehren nicht zurück. Frauen tragen die Last der Versorgung, Kinder wachsen zu früh in Pflichten hinein. Follett nutzt diese Konjunkturen, um private Linien tragfähig zu machen. Briefe vom Frontabschnitt, lange Schweigen, Gerüchte, die schneller sind als Tatsachen und die fragile Hoffnung, die eine Stadt aufrecht hält, wenn das Schicksal eines Sohnes oder Gatten ungewiss bleibt. Kingsbridge erlebt das Auf und Ab der Siegesmeldungen, die Glocken läuten und verstummen, Prozessionen ziehen durch die Straßen, Fahnen wehen. Zugleich werden stille Trauer und ökonomische Verwerfungen spürbar. Der Krieg wird so zum Brennglas für Loyalität, Angst und Würde. Es ist keine Zufälligkeit, dass in Zeiten äußerer Bedrohung innere Spannungen wachsen. Unter dem Vorwand der Sicherheit werden Versammlungen beschränkt, Löhne gedrückt, Abweichler als Verräter markiert. Der Roman vermeidet billige Schwarz-Weiß-Malerei. Soldaten sind nicht nur Repressionsinstrumente, sondern ebenfalls Söhne und Brüder aus denselben Dörfern, hin und her gerissen zwischen Befehl und Gewissen. Follett zeigt, wie Gewalt auch nach dem Schweigen der Kanonen fortlebt, als körperliche Versehrtheit, als Trauma, als Härte im Umgang der Menschen miteinander,
als politische Müdigkeit oder als neuer Mut zur Reform. Damit erweitert die Waffen des Lichts das Verständnis von Krieg über Schlachten hinaus. Der eigentliche Kampf findet oft im Inneren statt, im Ringen um Menschlichkeit unter Druck, im Bestehen auf Recht in Zeiten der Angst und in der Entscheidung, ob Wut sich in Hass verfestigt oder in beharrliche Arbeit am Gemeinwesen mündet. 4. Glaube, Bildung und weibliche Handlungsfähigkeit. Zwischen Kathedrale und Kapelle, zwischen Bibelstunde und Markttag verhandelt der Roman seine moralische Mitte. Glaube ist weder Flucht noch Dekoration, sondern soziale Praxis. Er spendet Stärke, stiftet Netzwerke und kann zugleich als Disziplinierungsinstrument missbraucht werden. In Kingsbridge konkurrieren traditionelle kirchliche Autorität und aufstrebende Erweckungsbewegungen, die das Lesen der Schrift, persönliche Verantwortung und soziale Fürsorge betonen. Daraus erwachsen Schulen für Kinder aus Arbeiterfamilien, Lesezirkel und Hilfskassen, die im Notfall einspringen, wenn Lohn ausfällt oder ein Unfall das Einkommen bricht. Follett schenkt vor allem Frauen Raum, die diese Veränderungen tragen. Sie halten Familien zusammen, verhandeln Löhne, organisieren Nachbarschaftshilfe, protestieren gegen Übergriffe, lassen sich ausbilden und bilden andere aus. In ihren Händen wird Bildung zur Waffe des Lichts. Wer lesen kann, ist schwerer zu belügen, kann Verträge prüfen, Flugschriften verstehen, Briefe schreiben und Beweise sammeln. Der Roman zeigt eindrücklich, wie weibliche Stimme aus dem Privaten ins Öffentliche tritt. Frauen widersprechen Vorarbeitern, weisen Annäherungen von Mächtigen zurück, bestehen auf Zustimmung in der Liebe und auf Respekt am Arbeitsplatz. Die Autorität der Gewohnheit gerät ins Wanken, wenn ein geübter Blick auf Verletzungen, auf Krankheitszeichen, auf Buchführung und auf die psychologische Mechanik der Einschüchterung fällt. Follett vermeidet es, Frauen zu Heiligen zu stilisieren. Sie sind verwundbar, machen Fehler, tragen Verluste und wachsen daran. Ihre Solidarität ist nicht grenzenlos, sondern eine Ressource, die gepflegt werden muss. Gerade darin liegt die Lebendigkeit des Erzählens. Es entstehen Bündnisse zwischen Handwerkerinnen und Bildungsbürgerinnen, zwischen Witwen und jungen Arbeiterinnen, die über Milieus hinausreichen. Der Glaube liefert dabei eine Sprache für Würde und Gerechtigkeit, aber er wird im Roman an Taten gemessen. Eine Predigt, die nicht zur Suppe führt, ist hohl. Eine Moral, die nicht zur Verteidigung der Schwachen taugt, ist bloßes Zierwerk. In dieser Perspektive erweist sich Kingsbridge als moralische Schule. Bildung, Mitgefühl und weibliche Handlungsfähigkeit sind keine Nebenmotive, sondern die Kräfte, die den sozialen Wandel mitprägen und menschlich halten. Schließlich Erfindungsgeist, Druckerpresse und die Waffen des Lichts. Die titelgebenden Waffen des Lichts sind im Roman doppeldeutig. Licht als Erkenntnis und als materielles Hilfsmittel. Im Schein von Lampen werden Überstunden möglich, aber auch Gedanken geschärft, Blaupausen gezeichnet, Texte gesetzt. Follett nutzt diese Metapher, um Erfindung, Öffentlichkeit und Moral zu verschränken. Tüftler basteln an besserer Kraftübertragung, an sichereren Dampfventilen, an feineren Karden und an Mechanismen, die Kinderhände überflüssig machen könnten, wenn man sie denn finanzieren wollte. Gleichzeitig laufen Patentschriften, Berechnungen und Skizzen durch Werkstätten, in denen ein falsches Wort den Arbeitsplatz kosten kann. Hier tritt die Druckerpresse hinzu. Flugblätter, Broschüren, Leserbriefe und Pamphlete werden zu Trägern von Fakten, Argumenten und Geschichten. Sie schaffen eine Gegenöffentlichkeit, die Missstände dokumentiert und Alternativen denkbar macht. Die Presse hat im Roman eine ethische Funktion. Sie zwingt zur Begründung. Ein Fabrikant, der Löhne kürzt oder Sicherheitsregeln missachtet, sieht sich nicht mehr nur mit einem Gemurmel am Tor konfrontiert, sondern mit Zahlen, Zeugenaussagen und Vergleichen, die von Hand zu Hand gehen. Damit beginnt das Ringen um Deutungshoheit. Ein unsichtbarer Kampf, der über Workstore, Wirtshäuser und Wohnzimmer hinweg tobt. In dieser Sphäre liegt die Modernität des Buches. Fortschritt ist nicht allein Technik, sondern ein gesellschaftlicher Aushandlungsprozess. Er verlangt, dass Wissen zugänglich wird, dass Argumente geprüft und Irrtümer korrigiert werden. Follett zeigt aber auch die Schattenseiten: Zensur, Beschlagnahmen, Drohungen,
die Verlockung der Propaganda. Licht blendet, wenn es zur Waffe der Lüge gemacht wird. Die Figuren lernen, Quellen zu prüfen, anonyme Gerüchte zu hinterfragen und eigene Erfahrungen aufzuschreiben. Der Roman feiert nicht naive Technikgläubigkeit, sondern mündige Öffentlichkeit. Er zeigt, wie das Ensemble aus Experiment, Debatte und solidarischer Praxis Veränderungen anstößt, die Bestand haben. In diesem Sinn sind die Waffen des Lichts keine Gewaltinstrumente, sondern Werkzeuge für Freiheit. Lehrbücher, Messgeräte, Presse, Bibliotheken, Versammlungen. Sie bringen die Stadt dazu, sich selbst zu sehen und eröffnen Wege, auf denen Kingsbridge den Sprung in die Moderne nicht nur überlebt, sondern gestaltet. Zusammenfassend: Die Waffen des Lichts ist ein opulenter historischer Roman, der das große Panorama mit der Intimität des Alltags verbindet. Wer Epochen im Umbruch verstehen will, findet hier eine Schule der Empathie. Empfohlen ist das Buch für Leserinnen und Leser, die gesellschaftliche Zusammenhänge lieben, von Technikgeschichte fasziniert sind, politische Fragen nicht scheuen und zugleich Figuren begleiten möchten, deren Hoffnungen, Schwächen und Siege unter die Haut gehen. Buchclubs werden die Diskussionsfülle schätzen. Arbeitsrechte, Fortschrittsethik, Pressefreiheit, die Rolle des Glaubens und die Kraft weiblicher Stimmen liefern reiche Anknüpfungspunkte. Für Fans der Kingsbridge-Reihe bietet der Band vertraute Tiefe in neuer Zeit. Neueinsteiger erhalten einen vollständig eigenständigen Zugang zu Welt und Themen. Worin liegt der besondere Nutzen für das eigene Leben? Der Roman schärft Blick und Herz. Er macht die Mechanik von Macht, Angst und Hoffnung sichtbar und lädt ein, Parallelen zu unserer Gegenwart zu ziehen, in der Automatisierung, sozialer Zusammenhalt, Informationsflut und politische Polarisierung erneut verhandelt werden. Wer Folletts Figuren durch Krisen folgen, lernt, dass echte Lösungen selten spektakulär, dafür beharrlich sind. Bildung, Öffentlichkeit, solidarische Netzwerke und Mut im Kleinen. Warum dieses Buch kaufen statt irgendeines anderen historischen Romans? Weil Follett die seltene Balance gelingt, fachlich präzise und gleichzeitig atemlos spannend zu erzählen. Die Recherche ist spürbar, ohne zu erdrücken. Der Plot treibt voran, ohne die Glaubwürdigkeit zu opfern. Die Welt wirkt dicht, die Konflikte sind vielschichtig, die Antagonisten überzeugend und die hoffnungsvollen Momente sind verdient. Dazu kommt der Mehrwert der Kingsbridge-Saga. Wer die anderen Bände kennt, erlebt Resonanzen über Jahrhunderte, doch jede Seite bleibt auch für sich tragfähig. Die Waffen des Lichts ist damit nicht nur Unterhaltung auf hohem Niveau, sondern eine Investition in Verständnis, Orientierung und Ermutigung. Wenn Sie unterstützen möchten Ken Follett, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.